Ich habe letztens die Frage bekommen, Thomas, kannst du mal erklären, wie man Akkorde zu einem beliebigen Stück als Begleitung spielen kann? Dazu und noch auf mehr möchte ich in diesem Video eingehen. Wieso auf mehr? Nämlich die Herangehensweise ermöglicht viel mehr Spielweisen noch. Und also zum Beispiel, das heißt jetzt Akkorde als Begleitung zu einem bekannten Stück. Das könnte ja heißen, zum Beispiel, dass ich jetzt zu einem Stück irgendwie eine Akkordbegleitung spiele und dazu singe. Allerdings mit dieser Herangehensweise eröffnen sich noch ganz andere Möglichkeiten für dich. Nämlich, du kannst auch viel mehr improvisieren, wenn du das möchtest zum Beispiel. Du kannst die Stücke, die du sowieso schon spielst, auch noch mehr ausschmücken, also insgesamt interessanter spielen. Und du kannst es ganz einfach nutzen, wenn du einfach nur ein bisschen träumen und abschalten möchtest am Klavier und genau, ein bisschen rumklimpern möchtest, nennen wir es mal so, ja. Also, ich setze zwei Dinge voraus. Erstens, dass du natürlich schon so ein Grundverständnis von Akkorden hast, dass du verschiedene Akkorde spielen kannst und vor allen Dingen, dass du weißt, das erkläre ich nämlich in ganz vielen anderen Videos, dass du einen Akkord, wie zum Beispiel den F-Dur-Akkord, über die gesamte Tastatur spielen kannst, in Form von Umkehrungen. So, also du musst das noch nicht perfekt alles spielen können, aber du solltest zumindest wissen, dass sowas möglich ist, dass es Umkehrungen gibt. Und außerdem setze ich natürlich voraus, dass du die Akkorde zu dem Stück, was du spielen möchtest, schon irgendwie kennst oder dir raussuchst. Das kann man ja bei Google, indem man das Stück eingibt und das Wort Chords dahinter packt oder Tabs oder sowas. Dann kriegt man, manchmal zwar auch falsche, aber insgesamt kriegt man eine gute Richtlinie. Okay, also starten wir. Ich nehme mal hier das Beispiel erstmal Imagine von John Lennon, weil es lustigerweise ein sehr schönes Pattern schon vorgegeben hat, aber ich zeige dir, dass man daraus noch viel mehr machen kann. Übrigens, mehr zu dem Thema, wenn dich das richtig interessiert, gibt es in meinem Kurs, der Röntgenblick, das ist die gleiche Herangehensweise, aber deutlich umfangreicher. Check doch einfach mal unter dem Video oder neben dem Video den Link dazu aus. Also Herangehensweise jetzt bei Imagine ist erstmal, dass du den und pass auf, das ist ganz wichtig, dass du das Gesamtbild, den Gesamtrhythmus vor allen Dingen des Stücks einmal verstehst und aufsaugst. Dazu hörst du dir das Stück einfach mal an, aber ich zeige dir auch mal kurz, was ich damit genau meine. Das ist so ein Balladenrhythmus. Lassen wir jetzt mal die Töne selbst weg, sondern konzentrieren uns nur auf den Rhythmus, der hier passiert. Pass auf, das ist so, also dum dum chap dum 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 chap dum 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 chap dum 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 chap dum. Ja, also es geht um das Gesamtfeeling. Das muss nicht ganz genau sein, einfach so ein Feeling aufsaugen. Beziehungsweise in der rechten Hand ist das dum 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 dum. Ja, und ich habe das hier in einem Wechselschlag gespielt, so wird es im Original gespielt. So allerdings, pass auf. Das muss man gar nicht in diesem Wechselschlag spielen, das ist eine Variante, ja, also wenn ich nach Varianten gefragt werde, wie das am Anfang der Fall war, dann ist ein solcher Wechselschlag natürlich eine Variante. Die einfachste Variante ist natürlich, den Akkord immer voll zu spielen, aber pass auf, wie ist es in diesem Fall, nämlich nicht einfach, klar kann man auch, allerdings, bam, 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 guck mal hier, jeder zweite ist lauter. Das ist die einfachste Variante, ne? Es wird noch spannender, keine Sorge. Aber wie lebendig das plötzlich schon klingt, wenn man da einfach diesen Rhythmus reinbringt, ne? So, das ist eine Möglichkeit, den Akkord ganz zu spielen. Davor war dieser Wechselanschlag, immer im Wechsel mit dem Daumen ist es übrigens. Aber eine Möglichkeit ist es auch noch, die Töne einfach nacheinander zu spielen. So, und da ist natürlich auch gut, beziehungsweise eine Unterstützung ist es gerade bei so einer Sache, sich auf einen dieser drei Töne zu konzentrieren, die Betonung nehmen. Dum, 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 dum. Oder auf zwei. Einer, der die starke Betonung hat, die erste. Dum, 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 dum. Es hat sehr viel mit Rhythmus und Betonung zu tun, ne? In erster Linie mit Betonung in dem Fall. Wie laut die Taste angeschlagen wird.
C-Dur. Und auch ein Tipp, das muss nicht unbedingt sein, aber oft ist es am schönsten, wenn man den höchsten Ton, die Betonung auf dem höchsten Ton hat. Nämlich der höchste Ton ist sowieso der Ton, der am meisten hervorsticht, und wenn man ihn dann noch durch die Lautstärke zusätzlich mehr in den Vordergrund rückt, ist es einfach nur nochmal eine Betonung, eine Unterstreichung der Bedeutung, der Wichtigkeit des Tons da oben. So, das waren jetzt erstmal 3 Anschlagmuster. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt fügen wir Töne hinzu. Ja, vielleicht auch noch eine Sache. Was natürlich hier bei dieser Sache mit dem Feeling und so ganz wichtig ist ein Rhythmusgefühl. Also, Rhythmusgefühl, um dich zu beruhigen, kann man trainieren. Wenn du sagst, ich habe gar kein Rhythmusgefühl. Ja, trainieren kannst du es einfach, indem du sowas machst, was wir hier gerade am Klavier machen, indem du da bewusst drauf achtest und das ausprobierst. Natürlich klappt es vielleicht ja nicht beim ersten Mal, aber wenn du es immer weitermachst, so kannst du es trainieren. Wenn du sagst, ich möchte aber ein paar extra Übungen dafür haben, und lustigerweise sind das Übungen mit im Stehen, so mit Klatschen und Stampfen, und das ist ganz witzig. Da hat der Hannes ein paar coole Übungen. Das Rhythmus-Peter verlinke ich dir auch mal hier unter dem Video. Ja, im Kurs der Rhythmus-Peter vom Hannes, vom Werdemusiker-Gitarristen. Geiler Kurs. Ist zu 90% findet der nicht am Instrument statt. Das ist ganz witzig, weil wirklich einfach so Übung für das Gefühl, Rhythmusgefühl ist wirklich ein Gefühl. Das kann trainiert werden. Aber es geht auch so, wie ich es dir hier gezeigt habe, ja. Wenn du da, es muss trainiert werden. Das kommt nicht von heute auf morgen. Okay. Deswegen Rhythmusgefühl, um das umzusetzen, ist natürlich eine ganz interessante Sache. Allerdings, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir noch Töne hinzufügen, zum Beispiel beim C-Dur-Akkord. Nehme ich einfach mal das G hier unten dazu. Wieso hier unten? Ich könnte natürlich das C hier oben auch tun, aber es verändert halt, wenn der höchste Ton verändert wird, dann wird auch mehr im Charakter verändert. Das kann sehr schön sein, sehr witzig sein. Das ist definitiv eine Option. Vielleicht machen wir das gleich auch. Ich nehme aber jetzt das G hier unten, weil der Akkord einfach nur fetter wird, fülliger wird und der obere Ton wird nicht verändert. Der Charakter bleibt, aber der Akkord wird fetter. Achtung. Richtig? Okay. So, und hier kann man natürlich das Gleiche machen. Guck mal, diesen Wechselanschlag wieder. Mit dem Daumen. Ich sage immer Daumen und alle restlichen Finger. So, das ist der Wechselanschlag. Nehmen wir mal die Akkorde wieder vorher. Zum Schluss, und jetzt wird es natürlich gerade interessant, wenn wir 4 Töne haben. Weil wir mehr Töne nacheinander spielen müssen. Ne? Nehmen wir mal den hier. Guck mal, was das ausmacht, ne? Jetzt betone ich das C und nicht mehr den obersten Ton. Auch bei beiden Akkorden betone ich das C, weil das ist der Ton, der immer beibleibt. Nochmal. Jetzt betone ich nochmal den höchsten. Ich spiele übrigens auch die Reihenfolge. Vorhin habe ich mit dem angefangen, jetzt fange ich mit dem höchsten an. Wie unterschiedlich das klingt, ne? Phänomenal. So, was ganz schön ist, wenn man einen Ton hat, der in beiden Akkorden vorkommt, wie hier das C, den lohnt es sich zum Beispiel auch mal nach oben zu packen.
Dann hat man den so als Standton, ne? Ja, ich habe es gerade extra nur gezeigt, um so ein bisschen zu zeigen, wie sehr dieser Ton heraussticht. Könnte man so machen, als wäre von einer Hand gespielt worden. Hier in der Oktave, aber wie du schon siehst, ich habe gerade etwas ganz anderes gemacht. Ich glaube, das würde jetzt das Video sprengen. Was du wissen sollst, es gibt wirklich sehr, sehr wenige Grenzen. Guck mal hier, jetzt spiele ich hier oben nur das C und hier in der linken Hand habe ich die Akkorde gespielt. Ja, C, guck mal, C, G. Hier habe ich das E weggelassen. Das ist in den tiefen Lagen klingt das nicht so schön, wenn die Akkorde zu nah gespielt werden. Also hier unten erstmal weit. Und dann habe ich hier oben den Akkord gespielt. Klar, das ist auch eine Begleitung. Jetzt wird mehr in die linke Hand verlagert, die davor eigentlich nur diesen Basston sehr, sehr minimalistisch gespielt hat. Was ich aber auch wieder gemacht habe, ich habe das gerade spontan gemacht, hier diese Sache. Ne? Das war überhaupt nicht nachgedacht, aber ich bin in diesem Bereich auch habe ich sehr, sehr viel Routine, auch über sehr viele Jahre. Aber zusammengefasst, was ich gemacht habe, ist auch wieder hier den Ton natürlich hervorgehoben. Die linke Hand habe ich leiser gespielt und in der linken Hand gab es auch wieder unterschiedliche Betonungen. Bam, 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 natürlich viel Gewicht auf dem tiefsten Basston, die da drüber sind, wieder leichter, aber da habe ich auch ein bisschen bam, 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 bam. Ja, es ist Feeling ist da drin, nicht alle wie eine Maschine, bam, 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 bam. Ja, also das ist es letztendlich. Ich fasse nochmal zusammen, ich sauge das Gesamtfeeling eines Stücks irgendwie auf. In gewisser Weise spüre ich das tatsächlich in meinem gesamten Körper und übertrage es dann auf die Tasten. Und das kann man auch, rein theoretisch auch. Das wäre so eine rockigere Sache, ne? Da spielt man die Oktave und in der Mitte dann noch die Quinte meistens, ja. Und ich habe das jetzt nur gemacht, weil es sich bei den Akkorden auch anbietet, dass ich das C so gelassen habe und nur zwischen E und F gewechselt habe. Hör mal die Lautstärken, ne? Ich weiche ein bisschen ab von diesem Original Imagine Pattern. Bam, bam, bam. Nämlich das wäre. Und es ist hier natürlich jetzt härter, rockiger. Das kann man jetzt drüber streiten, ob das zu Imagine passt. Aber du siehst, was da für Möglichkeiten plötzlich wahr werden. Ne? Okay. Also, ich hoffe, das Thema ist einfach zu umfangreich, um es in einem einzelnen Video zu behandeln. Ne? Wie gesagt, schau dir gerne mal den Röntgenblick an. Und, ich hoffe, ich konnte dich trotzdem ein bisschen inspirieren, dir so ein paar Tipps geben, welche Möglichkeiten es gibt. Und halt, wie gesagt, das kann man zu einem bestimmten Stück, was du spielst, da kannst du in dem Stück einfach solche Passagen einbauen. Oder du kannst dir einfach so ein paar Akkorde raussuchen, die du einfach sowieso spielen möchtest. Und daraus jetzt ein bisschen improvisieren. Ja, sind alles die gleichen Akkorde. Nur, dass ich jetzt gerade wieder das, was ich vorhin im Video gezeigt habe, angewendet habe. Oder du kannst halt natürlich dazu singen. Imagine this. Oder einen Sänger begleiten. Also, Möglichkeiten gibt es hier ohne Ende. Macht großen Spaß. Also mir auf jeden Fall. Ich hoffe auch dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.